Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und ich zeige dir heute die 5 Faktoren, die die Ladezeit deines Elektroautos beeinflussen. Los geht's! Die Ladezeit eines E-Autos hängt im Wesentlichen von 5 Faktoren ab. Erstens, der Größe und dem Status der Autobatterie. Mit Größe ist die Batteriekapazität gemeint. Zweitens, der maximalen Ladeleistung des E-Autos. Drittens, der maximalen Ladeleistung der Ladestation. Viertens, die Anzahl der Phasen und last but not least, Faktor Nummer 5 sind die Wetterbedingungen. Schauen wir uns als erstes mal die Größe und den Status der Batterien an. Die Batteriekapazität eines E-Autos kann von 5,8 Kilowattstunden, zum Beispiel bei einem Renault Twizy, bis 107,8 Kilowattstunden, zum Beispiel bei einem Mercedes EQS 580 4MATIC, reichen. Eine höhere Batteriekapazität bedeutet folglich auch eine längere Ladezeit. Wenn du die Batteriekapazität deines Elektroautos kennst, kannst du viel einfacher berechnen, wie lange dein Elektroauto zum Laden braucht. Beachte aber, dass die Batteriegröße nicht der einzige Faktor ist, der die Dauer des Ladevorgangs bestimmt. Auch der Status der Autobatterie spielt eine entscheidende Rolle. Ist die Batterie nämlich halb voll, ist die Ladezeit des E-Autos kürzer als bei einer leeren Batterie. Lädst du also die Batterie von 50 auf 100%, geht das rascher als von 0 auf 100%. Aber je voller die Batterie ist, desto langsamer lädt sie sich wiederum auf. Sobald der Akku also zu 85 bis 90% aufgeladen ist, wird der Ladevorgang sehr langsam. Gut, kommen wir zu Faktor 2, die maximale Ladeleistung des E-Autos. Nehmen wir an, dein Elektroauto kann mit maximal 11 kW laden. Wenn du das Auto aber an eine 22 kW Ladestation anschließt, bedeutet das, dass du die Batterie deines E-Autos nur mit der maximalen Ladeleistung aufladen kannst, also in dem genannten Fall mit 11 kW. Ein weiterer Faktor ist die maximale Ladeleistung der Ladestation. Die Ladezeit wird auch durch die maximale Ladeleistung der verwendeten Ladestation begrenzt. Das heißt, auch wenn die Ladeleistung deines Fahrzeuges höher ist als die Ladeleistung der Ladestation, wirst du nicht schneller laden können. Wenn du also ein Elektroauto mit 22 kW Ladeleistung besitzt, lädt es an einer 11 kW Ladestation trotzdem nur mit 11 kW. Also vergiss nicht, die maximale Ladeleistung der Ladestation zu überprüfen, bevor du eine kaufst. Kommen wir zu Faktor 4, die Anzahl der Phasen. Die maximale Ladegeschwindigkeit von Elektroautos hängt auch stark davon ab, ob du ein E-Auto mit einem einphasigen, zweiphasigen oder dreiphasigen Bordlader besitzt. Ein Tesla Model S mit einem dreiphasigen Lader könnte je nach Charger 4,2 kW bis 11 kW oder 4,2 kW bis 22 kW laden. Ein VW e-Golf mit einem zweiphasigen Lader könnte je nach voreingestellten Ladestrom mit 2,8 bis maximal 7,4 kW laden, da der Onboard-Charger dieses Fahrzeugs keine Leistung darüber hinaus aufnehmen kann. Während zum Beispiel das Basismodell vom Opel Corsa E mit einem einphasigen Lader nur entweder 1,4 kW bis 3,7 kW oder 1,4 kW bis 7,4 kW laden kann. Kommen wir noch kurz zu Faktor 5, den Wetterbedingungen. Auch diese haben nämlich Einfluss auf die Ladedauer. Steht dein Elektroauto nämlich zum Beispiel bei kalter Jahreszeit längerer Zeit im Freien, kann die Batterie stark abkühlen und das wirkt sich leider auch auf die Ladezeit aus. Gleiches gilt für heiße Tage. Also du siehst, es ist etwas komplizierter, als du vielleicht gedacht hast. Schauen wir uns jetzt 3 konkrete Beispiele an. Besitzt du beispielsweise eine Renault Zoe R110 mit einer Batteriekapazität von 41 Kilowattstunden, einer Reichweite von ungefähr 200 Kilometern und einer Ladeleistung von 22 kW, kannst du das Elektrofahrzeug in ca. 2 Stunden aufladen. Hast du einen Tesla Model X Long Range mit einer Batteriekapazität von 95 Kilowattstunden, einer Reichweite von ungefähr 580 Kilometern und einer Ladeleistung von 22 kW, beträgt die Ladezeit ca. 4,5 Stunden. Bei einem Mitsubishi Outlander PHEV Model 2018 mit einer Batteriekapazität von 13,8 Kilowattstunden und einer Reichweite von ungefähr 50 Kilometern sieht das wiederum anders aus. Hier beträgt die Ladedauer ca. 45 Minuten. Auf unserer Website haben wir übrigens einen Ladezeitenrechner, mit dem du die Ladezeit deines E-Autos berechnen kannst. Den Link zum Rechner findest du unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Falls du noch weitere Fragen hast, lass uns gerne einen Kommentar unterhalb des Videos da oder besuche unsere Website oder unseren GoE-Blog. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tim.